of how God was seeking a bride for his son. Each book is different from every other book. I'm trying to give you the keys for you to unlock it for yourself. Wenn Sie gerne Bücher über spektakuläre Ausbrüche lesen, und ich tue das, werden Sie das Buch Exodus lieben. Es ist wohl die Geschichte der größten Flucht in der Geschichte. Über 2 Millionen Sklaven entkommen einer der am besten gesicherten Nationen der Welt. Es ist ein Wunder. Tatsächlich war es eine ganze Reihe an Wundern. Hier haben wir also diese unglaubliche Fluchtgeschichte. Mose sah tatsächlich mehr Wunder als Abraham, Isaak und Jakob zusammen. Eine ganze Reihe an übernatürlichen Eingriffen zugunsten von Menschen. Einige der Wunder klingen ein bisschen wie Magie, wenn Moses Stab sich in eine Schlange verwandelt und dann wieder in einen Stab. Aber die meisten dieser Wunder sind klare Manipulationen der Natur. Sie können mit Sicherheit nicht unter diesen tollen Titel von psychosomatischen Wundern fallen. In diesen Fällen manipuliert Gott tatsächlich das, was er zum Wohl seines Volkes geschaffen hat. Nun hatte das gesamte Ereignis des Exodus eine tiefgreifende Bedeutung in zweierlei Hinsicht. Zuallererst hatte es nationale Bedeutung für das Volk, das wir Israel nennen. Dies war der Beginn ihrer nationalen Geschichte. Hier bekamen sie ihre politische Freiheit. Sie wurden eine souveräne Nation mit ihrer eigenen Rechtsprechung. Und obwohl sie noch kein eigenes Land hatten, waren sie jetzt ein Volk, eine Nation mit einem eigenen Namen, dem Namen Israel. Und seitdem haben sie dieses Ereignis immer gefeiert. Einmal im Jahr halten sie ihr Passafest ab, so wie sie in Amerika den 4. Juli feiern, den Tag ihrer Unabhängigkeit. Es hat aber auch geistliche Bedeutung und nicht nur nationale, denn zu diesem Zeitpunkt entdeckten sie, dass ihr Gott der Gott war, der das gesamte Universum geschaffen hatte. Und dass er daher kontrollieren konnte, was er ihretwillen gemacht hatte. Sie kamen tatsächlich zu der Überzeugung, dass ihr Gott mächtiger war als alle Götter Ägyptens zusammen. Letztendlich erkannten sie, dass ihr Gott der einzige Gott war, der überhaupt existiert. Jesaja betont dies immer wieder: Es gibt keinen Gott neben mir. Aber in diesem Stadium sollten sie entdecken, dass ihr Gott mächtiger war als jeder andere Gott, dass er der höchste Gott war. Hier hatte er den Titel El Shaddai, Gott der Allmächtige. Aber er hat auch einen Namen, und im Buch Exodus wurde der Nation sein persönlicher Name offenbart. Irgendwie wird eine Beziehung persönlicher, wenn Sie den Namen einer Person kennen. Deshalb tragen Sie hier im Raum alle Namensschilder, weil es Ihnen hilft, in einer vertrauten und persönlichen Art und Weise ein Gespräch zu beginnen. Sie können auf das Schild gucken und sagen: Hallo Peter, das hilft irgendwie. Und Gott hat einen Namen sowie viele, viele Titel. Und sein Name ist Yahweh. Ich weiß nicht einmal, ob ich das richtig ausspreche, weil ich erst noch einen Juden finden muss, der mir erklärt, wie ich ihn korrekt ausspreche. Sie wagen es nicht einmal, seinen Namen auszusprechen, aus Angst, es könnte Gotteslästerung sein. Also hoffe ich, dass ich es richtig sage, aber der Name Yahweh bedeutet mir nicht viel. Da hängt mein Herz nicht dran. Es ist nur ein lustiges Wort, kein Englisch. Vor einiger Zeit betete ich und sagte: Herr, bitte gib mir ein Wort, das mir die Bedeutung von Yahweh vermitteln und auch die Gefühle geben kann, die es in deinem Volk geweckt hat. Und sofort kam mir der Name immer in den Sinn. Ich dachte, das ist ein schöner Name, denn Yahweh ist ein Partizip des Verbs sein. Und Gott immer zu nennen, kommuniziert, was dieser Name wirklich sagt. Und es ist nur sein Vorname. Er hat viele Nachnamen. Immer mein Versorger, immer mein Helfer, immer mein Beschützer, immer mein Heiler, immer, immer. Das ist der Name, den ich seitdem für Gott verwende. Aber das Hebräische ist Yahweh und so offenbarte er ihnen seinen Namen. Er gab ihnen nicht nur seinen Titel El Shaddai, Gott der Allmächtige, sondern auch seinen Namen. Ich bin immer. Ich bin immer bei dir. Ich war immer hier, ich bin immer derselbe. Um es anders auszudrücken, es steht im Buch Exodus, dass der Schöpfer von allem der Erlöser von einigen wenigen Menschen wurde.
Und es ist diese Kombination aus Schöpfer und Erlöser, die wir festhalten müssen. Ich fürchte, einige Christen denken ausschließlich nur an Gott, den Schöpfer, und einige nur an seine erlösende Kraft. Aber beides gehört zusammen. Der Schöpfer des gesamten Universums wird zum Erlöser einer Gruppe von Sklaven. Dies ist eines von 5 Büchern Moses. Wenn Sie sie studieren, sind 4 davon sehr ähnlich und eines ist ganz anders. Um diesen Unterschied gleich am Anfang zu erwähnen, Genesis steht für sich allein, weil Genesis das einzige der 5 Bücher Mose ist, das Ereignisse vor Mose behandelt. Die anderen 4 sind alle zu seinen Lebzeiten passiert. Und die anderen 4 hat er eindeutig selbst geschrieben. Aber dies war eine Gruppe von Sklaven, die 400 Jahre in der Sklaverei gelebt hatten. Ohne ihr eigenes Land, ohne ihr eigenes Geld, ohne ihr eigenes, was auch immer. Mit dem Ergebnis, dass man ihnen erst wieder etwas über ihre Ursprünge erzählen musste. Ich weiß nicht, ob Sie Alex Haleys Buch Roots gelesen haben. Es handelt von einem Mann, dessen Vorfahren als Sklaven verkauft und von Afrika nach Amerika verschleppt wurden. Er ging zurück, um seine Ursprünge wieder zu entdecken, bevor sein Volk versklavt wurde. Und er fand sie in Afrika. Es ist eine sehr spannende Geschichte. Mose musste die Vorgeschichte dieses Volkes, dieser Menschen aufschreiben, dieser Sklaven, damit sie etwas über ihre Ursprünge erfuhren und wussten, woher sie gekommen waren. Und so sammelte Mose eindeutig aus der Erinnerungskultur der Menschen 2 Dinge: Genealogie, also ihre Stammbäume, und Geschichten über ihre Vorfahren. Das Buch Genesis besteht komplett aus solchen Erinnerungen und Mose hat sie gesammelt. Mit Exodus hingegen beginnt sein eigenes Leben. Exodus, Levitikus, Numeri und Deuteronomium sind eine Mischung aus Erzählung und Gesetzgebung. Von dem, was in ihrer Geschichte passiert ist und was Gott ihnen gesagt hat, wie sie leben sollten. Und es ist diese einzigartige Kombination aus Erzählung und Gesetzgebung, die die 4 anderen Bücher Moses auszeichnet. Und das Exodus-Buch ist typisch. Die erste Hälfte ist erzählend, die zweite Hälfte ist Gesetzgebung. In der ersten Hälfte geht es darum, was Gott für sie getan hat, durch Wunder, um sie aus der Sklaverei zu befreien. Aber in der zweiten Hälfte geht es darum, was Gott gesagt hat und wie sie jetzt leben sollten, nachdem sie freigekommen waren. Die erste Hälfte zeigt daher Gottes Gnade für sie, seine freiwillig gewährte Gunst, um sie aus ihren Problemen herauszuholen. Und deshalb wird in der zweiten Hälfte von ihnen erwartet, dass sie ihre Dankbarkeit für die Gnade zeigen, indem sie auf diese spezielle Weise leben. Der Grund, warum ich das betont habe, ist folgender. Zu viele Menschen, die das Gesetz Moses lesen, denken, dass dieses Gesetz ihr Weg war, um durch Gott erlöst zu werden. Nein, nein. Sie wurden zuerst durch Gott erlöst und empfingen dann das Gesetz, das sie als Ausdruck ihrer Dankbarkeit halten sollten. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Ihnen wurde nicht zuerst das Gesetz gegeben, zuerst wurden sie freigelassen. Und dann erhielten sie das Gesetz, um danach zu leben. Und es ist genau dasselbe wie im Neuen Testament. Wir werden erlöst und dann erfahren wir, wie man ein heiliges Leben führt. Sie werden kein Christ, indem sie zuerst richtig leben. Sie werden Christ, indem sie zuerst erlöst und befreit werden. Und dann leben sie richtig. Befreiung kommt vor der Gesetzgebung. Sie werden befreit. Und dann wird ihnen gesagt, missbraucht eure Freiheit nicht, nutzt sie richtig. Hier werden sie also aus Ägypten befreit, hier schließen sie einen Bund oder eine Ehe mit Gott am Sinai. Und dies geschieht in Form eines Hochzeitsgottesdienstes. Gott sagt, ich will, und dann muss das Volk sagen, wir wollen. Und buchstäblich sind sie dann verheiratet. Es wird auch Ehe genannt und das, was folgt, wird Flitterwochen genannt. Und dann muss die Ehe im Land beginnen. An der Stelle, die Gott gewählt hat. Sie werden aus der Sklaverei befreit, aber nicht, damit sie ihr eigenes Ding machen können. Sie gehen in die Wüste, um Gott zu dienen. Sie wurden aus der Sklaverei befreit, aber für den Gottesdienst. Das ist ein wichtiger Punkt. So ist es auch im Neuen Testament für Christen. Wir sind nicht frei, unser eigenes Ding zu machen, wir sind frei, um Gott zu dienen. Dem zu dienen vollkommene Freiheit bedeutet. Erlösung kommt also vor Gerechtigkeit.
Das ist der wichtige Punkt, den ich ansprechen möchte. Das Buch Exodus macht es absolut klar. Gott erlöst sie zuerst. Dann sagt er, lebt richtig, weil ich euch befreit habe. Das sind also die beiden Hälften des Buches Exodus. Dann habe ich den Rest in 10 sehr einfache Teile aufgeteilt und jedem einen Titel gegeben, weil ich mir Dinge besser merken kann, die einfach sind. Und es gibt 6 Abschnitte in den Kapiteln 1 bis 18 und 4 in den Kapiteln 19 bis 40. Die 6 Abschnitte in der ersten Hälfte habe ich Multiplikation und Mord genannt. Sie behandeln den unglaublichen Zuwachs an hebräischen Sklaven innerhalb von 400 Jahren. Von einer Familie zu 2,5 Millionen. Was für eine Steigerung. Tatsächlich bräuchte man aber nur 4 Kinder in jeder Generation, über 30 Generationen, und sie könnten es mathematisch gesehen schaffen. Es war also gar nicht eine so große Vermehrung, aber mit Sicherheit eine riesige Zahl. Und dann wurden die Jungen ja bekanntlich vom Pharao ermordet. Wir werden uns das alles später genauer ansehen. Schilf und brennender Dornbusch, Sie alle kennen die Geschichte, wie Mose aus dem Schilf geholt wurde und deshalb den Namen Mose erhielt, was herausgezogen bedeutet, weil er als Baby aus dem Nil gezogen wurde. Die männlichen Babys wurden bekanntlich zu den Krokodilen in den Nil geworfen. Aber Mose wurde aus dem Nil herausgezogen. Plagen und Pest. Im Mittelpunkt steht der Pharao und die Härte seines Herzens. Fest und Erstgeburt, das ist der Ursprung des Passafestes. Wir werden uns das noch genauer ansehen. Befreiung und Ertrinken ist die Überquerung des Roten Meeres. Nicht sie sind ertrunken, sondern die ägyptische Armee. Versorgung und Schutz erzählt über ihre Reise von Ägypten in den Sinai und das, was dort passierte. Wie Gott sie beschützte und sie versorgte. In einer Wildnis, in der die ägyptische Armee im Jom-Kippur-Krieg nach 3 Tagen umkam. Und hier hingegen überlebten 2,5 Millionen Menschen 40 Jahre lang. Wie gesagt, Gott musste viele Wunder vollbringen. In der zweiten Hälfte haben wir zuallererst die Gebote. Und insbesondere die 10 Gebote. Und diese wurden in einem Bund besiegelt. Einer Art Ehe zwischen Gott und seinem Volk. Gott sagte, ich will, und sie sagten, wir wollen. Das verband sie miteinander für immer. Gott zieht sich niemals aus einem Bund zurück. Und dann in den Kapiteln 25 bis 31 haben wir die Tatsache, dass Gott jetzt mitten unter ihnen leben will und deshalb eine Bleibe braucht. Er braucht ein Zelt, aber ein komplett anderes Zelt als die anderen, damit niemand auf die Idee kommen kann, er sei einer von ihnen. Und so haben wir die Spezifikationen der Stiftshütte. Und Gott stellt Spezialisten zur Verfügung. Menschen, die bisher nur Ziegel hergestellt haben, und jetzt müssen sie auf einmal mit Gold, Silber und Holz arbeiten. Gott musste ihnen diese Fähigkeiten erst beibringen. Der Heilige Geist gab diese Fähigkeiten an Menschen weiter, die zuvor noch nie etwas anderes als Ziegelsteine hergestellt hatten. Das ist ein Wunder. Und dann kommt der traurigste Teil von Exodus, die Geschichte vom goldenen Kalb, als sie sich der Sünde hingaben. Mose musste sehr eindringlich für sie Fürbitte tun, sonst wären sie nie weitergekommen. Und schließlich endet das Buch Exodus mit dem Bau der Stiftshütte, ihrer Errichtung. Und Gott bezieht seinen Wohnsitz und die Herrlichkeit fällt nieder auf sein Zelt. Im Hebräischen heißt dieses Buch, dies sind die Namen. Das liegt daran, dass es jedes Jahr in der Synagoge gelesen wird, wie alle 5 Bücher Mose. Es wird von einer großen Schriftrolle gelesen. Und die ersten Worte der Schriftrolle lauten, dies sind die Namen. So benannten sie alle 5 Bücher Mose nach den ersten Worten, damit sie in der Synagoge ausrollen und gleich die richtige finden konnten. Als das Alte Testament ins Griechische übersetzt wurde, gaben sie ihm einen anderen Namen. Sie benutzten 2 griechische Wörter, ex, was aus bedeutet, und hodos, was Gang bedeutet. Ich weiß nicht, ob Hoddesdon, ein Ort hier um die Ecke, damit verbunden ist oder nicht, aber ex hodos bedeutet Ausgang. Und in einem griechischen Theater würden Sie es sehen können, dort, wo hier bei uns das Wort Exit steht. Das ist ein lateinisches Wort Exit. Das griechische Wort wäre ex hodos oder Ausgang.
Und so wurde dieses Buch der Ausgang der Exodus genannt. Es wurde nur leicht verfälscht in Exodus und deshalb nennen wir es Exodus. Aber ich bin mir sicher, dass Sie längst verstanden haben, dass es der Ausweg ist. Es klingt sehr nach Exit. Schauen wir uns in diesem Vortrag die erste Hälfte von Exodus an, Kapitel 1 bis 18. Es gibt viele sogenannte Probleme in dieser ersten Hälfte. Es ist eine so offensichtlich unnatürliche Geschichte. So etwas passiert nicht jeden Dienstag. Und wenn Sie alles durchlesen, eins nach dem anderen, dann fragen Sie sich manchmal, ist das wirklich passiert? Und es gibt viele Leute, die uns erzählen, dass dies nicht der Fall ist, dass wir über Legenden und Mythen lesen. Vor nicht allzu langer Zeit gab es eine Fernsehserie, in der versucht wurde, uns zu erklären, dass sich eine ganze Reihe von Legenden um die Anfänge der israelitischen Geschichte ranken. Nun, ist es ein Mythos oder ein Wunder? Warum gibt es all diese Probleme? Der erste Grund ist, dass es keine weltlichen Aufzeichnungen über diese Ereignisse gibt. Außerhalb der Bibel gibt es keine, wie auch immer gearteten Spuren davon. Zum Beispiel in keinerlei ägyptischen Unterlagen. Das ist erstaunlich, denn ihre Aufzeichnungen waren eigentlich ziemlich genau. Und das ist auch einer der Gründe, warum die Leute sagen, oh, das muss eine Legende sein. Nun, ich kann mir einen ziemlich triftigen Grund vorstellen, warum die Ägypter das nicht aufgezeichnet haben. Und Sie? Ja, Sie haben es bereits erkannt. Ich bin mir ziemlich sicher, Sie wollten eine so demütigende Erfahrung nicht für die Nachwelt festhalten. Dass Ihre besten Streitwagen und Wagenlenker im Roten Meer ertrunken sind. Sie wollten nicht beschämt werden. Ich bin also nicht beunruhigt darüber, dass es keine anderen Aufzeichnungen gibt. Die damit verbundenen Zahlen stellen ein Problem für andere Menschen dar. 2,5 Millionen. Ich meine, das ist eine riesige Zahl. Wenn sie zu 5 nebeneinander marschiert sind, war die Kolonne vermutlich fast 180 Kilometer lang und brauchte Monate, um an einem vorbeizuziehen. Das ist eine enorme Zahl. 2,5 Millionen Männer, Frauen und Kinder, ganz zu schweigen von all ihren Tieren. Und wir haben erfahren, dass sogar einige Ägypter mitgekommen sind. Ein interessanter Nebenaspekt. Das ist also eine große Zahl, um 40 Jahre in der Wüste durchzustehen, wo es normalerweise kein Essen oder Wasser gibt. Die schieren Zahlen stellen also für einige ein Problem dar. Dann gibt es das Problem der genauen Datierung. Da wir keine Aufzeichnungen außerhalb der Bibel haben, wissen wir beispielsweise nicht, um welchen Pharao es sich handelte und daher auch nicht, um welches Jahrhundert. Und es gibt 2 Möglichkeiten, die die Gelehrten vorschlagen. Eine ist das 15. Jahrhundert vor Christus und die andere das 13. Wenn es das 15. war, war es ein Pharao namens Thutmosis. Wenn es das 13. war, und das ist ehrlich gesagt mein Favorit, ich denke, alle Beweise deuten auf das 13. Jahrhundert hin, dann war es dieser Pharao. Ich habe hier ein Bild von ihm für Sie, um zu zeigen, was für ein beeindruckender Charakter er war. Er ließ sogar 4 Statuen von sich anfertigen. Mit einer war er nicht zufrieden. Er brauchte 4. Das ist Ramses II. Und Sie können nur die Köpfe von 2 Personen am unteren Rand des Bildes sehen, um Ihnen mal die Größe dieser Denkmäler zu zeigen. Das zeigt, womit die Israeliten zu kämpfen hatten. Sehen Sie, wir behandeln den Pharao oft als einen kleinen Bösewicht. Das stimmt nicht. Er war ein sehr mächtiger Herrscher und verfügte über die mächtigste Streitmacht der Antike. Ein Mann, der diese 4 Statuen von sich aus einem Felsmassiv herausmeißeln lassen konnte, war kein gewöhnlicher Charakter. Aber in Gottes Augen war er mickrig. Und es war kein Problem für Gott, mit diesem Mann fertig zu werden. Ich glaube also, Sie betrachten hier das Ebenbild des Pharaos, der im Buch Exodus vorkam. Dann gibt es unterschiedliche Meinungen über die Route des Exodus und wir haben 3 Möglichkeiten, die wir prüfen müssen. Wieder wissen wir nicht genau, welchen Weg sie eingeschlagen haben. Es gibt 3 mögliche Routen, den Norden, die Mitte oder den Süden. Wir müssen sie uns ansehen. Sehen Sie, all diese Fragen haben die Gelehrten daran zweifeln lassen, ob sie Fakten oder Fiktion lesen. Oder vielleicht Faction, diese moderne Mischung aus Fakten und Fiktion, an die wir uns heute bei historischen Fernsehspielen gewöhnt haben. Nun, es kommt letztendlich auf den Glauben an. Und mein Glaube sagt, die am besten nachvollziehbare Erklärung für die Tatsachen ist das Buch Exodus selbst.
Die Tatsachen sind zuallererst die Existenz einer Nation namens Israel. Niemand kann bestreiten, dass es auf der Welt heute eine Nation namens Israel gibt. Wo kamen sie her? Wie haben sie angefangen? Wie konnten sie jemals eine Nation werden, wenn sie eigentlich nur ein Haufen Sklaven waren? Eins wissen wir aus weltlichen Aufzeichnungen: dass es sich um eine Horde von Sklaven handelte. Es ist etwas Dramatisches erforderlich, um die Existenz Israels zu erklären. Oder nehmen Sie eine andere Tatsache. Es ist eine Tatsache, dass jedes Jahr jede jüdische Familie das Passafest feiert. Das ist eine Tatsache. Jede jüdische Familie tut das. Warum machen sie das? Man muss irgendeine Erklärung finden für solch ein Ritual, das über so viele tausend Jahre hinweg überlebt hat. Das Buch Exodus liefert die vernünftigste Erklärung dafür. Ich könnte weitermachen. Es gibt Fakten über Fakten in unserer modernen Welt, die als Tatsachen akzeptiert werden müssen, für die man eine Erklärung finden muss. Und für mich findet sich im Buch Exodus die beste Erklärung für alle Tatsachen. Lassen Sie uns nun die Abschnitte dieses Buches durchgehen und einige interessante Punkte betrachten. Ich kann nicht das ganze Buch kommentieren. Ich möchte einfach aus jedem Abschnitt etwas herausnehmen, das Ihnen Schwierigkeiten bereitet haben könnte oder eine Frage, die Sie sich möglicherweise gestellt haben, und versuchen, Ihnen eine Antwort darauf zu geben. Nehmen wir Multiplikation und Mord. Die Frage, die ich habe, ist: Warum sind Sie so lange in Ägypten geblieben? 400 Jahre. Sie zogen dorthin zu Zeiten von Josef und Jakob. Erinnern Sie sich? Weil es eine Hungersnot gab und Ägypten Brot hatte. Sie gingen einfach dorthin, weil es mehr zu essen gab. Sie gingen freiwillig, sie wurden als Gäste der Regierung aufgenommen, erhielten ein ziemlich fruchtbares Stück des Nildeltas namens Goshen, und sie waren während der 7 Jahre der Hungersnot da. Aber danach, warum sind sie danach nicht in ihr eigenes Land zurückgekehrt? Warum sind sie geblieben? Tatsächlich blieben sie so lange, dass sie nicht mehr willkommen waren und dann zur Zwangsarbeit gezwungen wurden. Warum sind sie also trotzdem geblieben? Nun, darauf gibt es eine menschliche und eine göttliche Antwort, und ich gebe Ihnen beide, weil jede Frage wie so oft 2 Seiten hat. Die menschliche Antwort ist, dass sie sich sehr wohl fühlten. Es war viel einfacher, seinen Lebensunterhalt im Nildelta zu verdienen, als in den Hügeln von Judäa. Viel einfacher. Es war fruchtbarer, das Klima war wärmer, es gab keinen Schnee im Nildelta, in den Hügeln von Judäa hingegen schon. Sie fühlten sich einfach insgesamt wohler. Ziemlich genauso, wie sich Lot wohler gefühlt hatte im Komfort des Jordantals bei Sodom und Gomorra. Das Klima war dem Nildelta sehr ähnlich und es sieht auch gemütlicher aus. Menschen leben gern in einem angenehmeren Klima, wo das Leben einfacher ist. Und deshalb blieben sie. Obwohl Gott ihnen nie irgendein Land in Ägypten gegeben hatte. Er sagte: Ich gebe euch die Hügel von Kanaan, dorthin gehört ihr. Aber sie blieben in Ägypten. Wir können ihnen keine Vorwürfe machen, weil wir dazu neigen, dasselbe zu tun. Sie wollten nicht gehen, bis es zu spät war. Erstaunlich, wie viele Christen ein neues Haus finden, bevor sie nach einer Kirche suchen oder sich fragen, wie sie Gott dort dienen wollen, weil sie ein Haus gesehen haben, das ihnen gefällt. Das ist ungefähr das, was die Juden getan haben. Sie blieben zu lange in Ägypten, bis es zu spät war und sie nicht mehr aus freien Stücken gehen konnten. Sie waren jetzt nur noch Zwangsarbeiter. Das ist die menschliche Antwort. Dann und erst dann schrien sie zu Gott und sagten: Gott, warum lässt du uns Sklaven in Ägypten sein? Ist es nicht erstaunlich, wie wir uns selbst in Probleme hineinmanövrieren und dann geben wir Gott die Schuld dafür, dass wir uns nicht schnell genug davon gemacht haben? Es ist so menschlich. Aber Gott unternahm nichts dagegen, 400 Jahre lang. Und wir müssen uns fragen, warum? Wären sie zurückgegangen, sobald die Hungersnot vorbei war, wären sie nur ein paar Leute gewesen. Und in Kanaan hätte es Platz für sie gegeben. Aber jetzt waren sie so lange geblieben, dass sie ein großes Volk waren. Und in Kanaan gab es keinen Platz mehr für sie, weil dort bereits andere Menschen lebten.
Nun wollte Gott diese Leute ja rausschmeißen. Aber erst, als sie so niederträchtig geworden waren, dass sie es nicht mehr verdienten, dort zu leben. Und Gott erklärt, sogar im Buch Genesis gegenüber Abraham, deine Nachkommen werden lange Zeit in Ägypten bleiben, bis die Bosheit der Kanaaniter ihr volles Maß erreicht hat. Bevor Gott nun also das Land der Kanaaniter für sie alle freiräumen konnte, musste er warten, bis die Bewohner so bösartig geworden waren, dass es ein Akt der Gerechtigkeit und des Gerichts war, sie aus dem verheißenen Land herauszuwerfen und alle hebräischen Sklaven hineinzulassen. Gott hat also gewartet, bis die Zeit reif war. Und das ist der Grund, den Gott anführte für diese 400 Jahre lange Lücke. Eine lange Zeit, um darauf zu warten, dass Gott ihre Gebete erhört. Sie geben es von Generation zu Generation weiter, fragen Gott immer wieder und sagen dann, eines Tages wird er uns hier herausholen. Welche Geduld braucht man, um das immer weiter zu beten? 4 Jahrhunderte lang. Aber Gott hörte. Und zur richtigen Zeit handelte er dann. Sie hatten 3 unterdrückende Dekrete durchmachen müssen. Das erste war Zwangsarbeit, das zweite war die Herstellung von Ziegeln ohne Stroh. Wissen Sie, was das bedeutete? Haben Sie jemals 2 Ziegelsteine angehoben, einen mit Stroh und einen ohne? Der ohne ist ungefähr 3-mal so schwer. Sehen Sie, je mehr Stroh Sie hineingeben, desto leichter ist der Ziegel und desto leichter ist er zu tragen. Aber Ziegel ohne Stroh, die sind schwer. Die Ägypter dachten, wenn sie das anordneten, hätten die Hebräer keine Energie mehr für Freizeit, Unheil oder Sex. Das war die Idee dahinter. Und dass sie dann zu müde wären, um miteinander zu schlafen und die Bevölkerungsanzahl deshalb wieder sinken würde. Allerdings, je schwieriger die Bedingungen für die hebräischen Sklaven wurden, desto mehr Kinder hatten sie. Also mussten sie eine dritte Anordnung erlassen. Und zwar, dass alle kleinen Jungen den Krokodilen im Nil zum Fraß vorgeworfen werden mussten. Der Nil war zwar die Quelle des Lebens für Ägypten, es gibt kein Leben außer im Bereich des Nils in Ägypten, aber es war auch der Todesort für die hebräischen Sklaven. Das ist der erste Abschnitt. Schilf und brennender Dornbusch. Ich brauche nicht viel darüber zu sagen, außer dass Mose wie Josef am Hofe des Pharao erzogen wurde und daher die beste Ausbildung erhielt. Wenn Sie jemals am Themseufer in London entlangfahren, halten Sie Ausschau nach der Nadel Kleopatras. Es gibt 2 von ihnen. Eine steht in Rom, die andere befindet sich am Themseufer. Und zusammen bildeten die beiden die Torpfosten der ägyptischen Universität. Und wenn Sie die Nadel Kleopatras anschauen, sehen Sie etwas, das Mose als Student jeden Tag sah. Er ging daran vorbei, denn er genoss eine Universitätsausbildung. Deshalb war er natürlich viel besser gebildet als jeder andere der hebräischen Sklaven. Dies ist auch der Grund, warum er in der Lage war, die ersten 5 Bücher der Bibel zu schreiben. Und es heißt, er habe alles sorgfältig aufgezeichnet, die Erinnerungen der Menschen gesammelt und diese 5 Bücher zusammengestellt. Seine Ausbildung zum ägyptischen Prinzen war nicht verschwendet. Allerdings endete sie natürlich urplötzlich, als er gegenüber einem ägyptischen Sklaventreiber die Beherrschung verlor, ihn tötete und um sein Leben rennen musste. Interessant ist dann, dass er tatsächlich 40 Jahre in genau derselben Wüste verbrachte, in der er auch später 40 Jahre mit dem Volk Israel leben musste. Wieder einmal, Gott hat ihn darauf vorbereitet. Ich weiß nicht, wie das bei Ihnen ist, aber ich kann auf meine vorchristlichen Tage zurückblicken und sehen, wie Gott mich auf das vorbereitet hat, was später geschehen ist. Ich erinnere mich, dass ich an Redewettbewerben im Club der Jungbauern teilgenommen habe, ohne zu ahnen, dass Gott mich auf das vorbereitete, was ich heute mache. Und Gott bereitete Mose darauf vor, sein Volk durch die Wüste zu führen, indem er dort 40 Jahre allein verbrachte. Als ein Hirte, der sich um ein paar Ziegen oder Schafe kümmerte. Aber dann ermordete er den ägyptischen Wachmann. Der brennende Busch ist sehr interessant, weniger wegen des Busches, sondern wegen Moses Ausreden. Gott rief Mose aus einem brennenden Busch heraus und sprach, zieh deine Schuhe aus, du bist auf heiligem Boden. Dann sagte er, Mose, du wirst der Mann sein, der mein Volk aus Ägypten herausführt.
Du wurdest einst selbst aus dem Nil gezogen, jetzt wirst du mein gesamtes Volk aus Ägypten herausholen. Mose fand 5 Ausreden, warum er das nicht tun könnte. Und wieder können Sie sich vielleicht mit der einen oder anderen davon identifizieren. Erstens sagt er, ich bin unbedeutend. Wer bin ich, dass irgendjemand mich beachten sollte? Haben Sie das auch schon einmal gesagt? Gott antwortete, ich werde bei dir sein. Und wer bin ich? Ich bin der Wichtige, nicht du. Also versuchte er es mit einer zweiten Ausrede. Er sagte, ich bin unwissend. Was soll ich sagen? Und Gott sagte, ich gebe dir ein Versprechen. Ich werde dir mitteilen, was du sagen sollst. Also machte er eine dritte Ausrede. Er sagte, ich bin unfähig. Ich kann sie nicht überzeugen. Sie werden mir nicht glauben. Und Gott sagte, meine Macht wird mit dir sein. Du wirst Wunder vollbringen. Dann sagte er, ich bin inkompetent. Ich bin nicht qualifiziert zu sprechen. Eigentlich stotterte er. Er sagte, ich kann keine zusammenhängenden Sätze bilden. Haben Sie das jemals zu Gott gesagt? Und Gott sagte, in Ordnung, dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. Das sagt Ihnen also, was ein Prophet ist. Ein Prophet ist einfach jemand, der ein Sprachrohr ist. Du sagst deinem Bruder Aaron, was er erzählen soll, und er sagt es dem Pharao weiter. Das ist alles, was ein Prophet tun sollte. Einfach eine Botschaft weitergeben. Und die letzte Entschuldigung, die er vorbrachte, war, ich bin irrelevant. Sende jemanden anderen. Hier bin ich, sende ihn. Immer wieder haben viele einen Ruf von Gott so beantwortet. Sende bitte jemand anderen, nicht mich. Und deshalb versprach Gott ihm einen Partner. Gehen wir weiter zu Pest und den Plagen. 10 Plagen. Der Nil wurde zu Blut, Frösche, Schnaken und Mücken, Stechfliegen, die Viehkrankheit, Geschwüre, Hagel, Heuschrecken, Finsternis und der Tod des Erstgeborenen. Was fällt Ihnen bei diesen 10 Plagen auf? Das Erste, was mir auffällt, ist, dass Gott die totale Kontrolle über die Insektenwelt hat. Haben Sie jemals darüber nachgedacht? Ich erinnere mich, dass ich Ihnen beim Buch Jona erzählt habe, das größte Wunder ist nicht der Wal, sondern der Wurm. Gott sagt einem Wurm, was er tun soll. Ein Wal ist einfach. Würmer auszubilden ist viel schwieriger, aber Gott kann das. Gott kann Mücken und Heuschrecken sagen, was zu tun ist, wohin sie fliegen sollen. Er kann Fröschen sagen, was sie tun sollen. Ein drastisches Bild, wie Gott alles, was er erschaffen hat, in diesen Plagen kontrollieren kann. Aber es gibt ja noch etwas anderes. Zuallererst merken Sie, wie sich die Plagen immer mehr intensivieren. Sie steigern sich von Unbehagen über Krankheit bis zu Gefahr und Tod. Die Plagen wurden allmählich immer schlimmer, als der Pharao und die Menschen sich weigerten, auf diese Warnungen zu reagieren. Aber ich denke, was viele christliche Leser übersehen, ist, dass dies ein religiöser Wettstreit war. Dies war ein Wettstreit zwischen Göttern, weil jede dieser Plagen ein Angriff auf einen bestimmten Gott war, den die Ägypter anbeteten. Und das gibt den Plagen ihre wahre Bedeutung. Lassen Sie mich nur einige der ägyptischen Götter durchgehen. Es gab Khnum, den Wächter des Nils, Hapi, den Geist des Nils, Osiris. Man glaubte, der Nil sei der Blutkreislauf von Osiris. Dann gab es Heket, eine froschartige Göttin der Auferstehung. Es gab Hathor, eine Muttergöttin in Form einer Kuh. Dann gab es eine Reihe von heiligen Stieren. Der Gott Apis war ein Stier. Ebenso der Gott Menevos, der heilige Stier von Heliopolis. Dann gab es einen Gott der Medizin, eine Himmelsgöttin, eine Göttin des Lebens. Ein anderer, Set, war der Wächter über die Ernten. Dann gab es 4 Sonnengötter und darüber hinaus galt der Pharao ebenfalls als göttlich. Können Sie also erkennen, dass diese Plagen speziell gegen ägyptische Götter gerichtet waren? Und die Botschaft war sehr einfach. Dieser Gott der hebräischen Sklaven ist weitaus mächtiger als all eure Götter zusammen. Und trotzdem haben sie nicht zugehört. Jetzt gibt es hier ein kleines Problem in Bezug auf Pharaos Herz, das ich erwähnen muss. Es heißt, Gott verhärtete das Herz des Pharao.
Und einige haben, wie ich fürchte, zu viel hineininterpretiert und daraus gleich eine Lehre über die Vorherbestimmung gemacht. Insbesondere im Licht von Römer 9, wo Paulus davon spricht, dass Gott das Herz des Pharao verhärtet. Und sie können es mit der Vorherbestimmung übertreiben, indem sie sagen, es liegt an Gott zu entscheiden, ob er das Herz eines Menschen erweicht oder verhärtet. Es ist seine Entscheidung. Wir wissen nicht, warum er das tut, aber er trifft die Entscheidungen und hat sich in diesem Fall gesagt, gut, dann werde ich sein Herz eben verhärten. So, als wäre es ein Bingo-Spiel. Und ich meine das ehrfürchtig. Aber das ist eine Art von Gott, die manchmal gepredigt wird. Ein Gott, der einfach Namen aus einem Hut zieht und beschließt, einige zu retten und andere in die Hölle zu schicken, einige zu verhärten und andere zu erweichen. Das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Wenn Sie alles sorgfältig studieren, werden Sie das hier feststellen. Das Herz des Pharao wurde 10-mal verhärtet. Aber die ersten 7-mal verhärtete der Pharao sein eigenes Herz. Und nachdem er selbst das 7-mal getan hatte, sagte Gott, in Ordnung, wenn es das ist, was du willst, dann werde ich dir helfen, diesen Weg weiter zu gehen. Und erst dann verhärtete Gott es 3-mal für ihn. Dadurch stellt sich das Ganze für mich in einem völlig anderen Licht dar. Gott hat das Herz des Pharao erst dann verhärtet, nachdem der Pharao sein eigenes Herz absichtlich und wiederholt selbst verhärtet hatte. Und tatsächlich tut Gott genau das, um die Menschen zu bestrafen. Er sagt, wenn du diesen Weg einschlagen willst, okay, ich werde dir dabei helfen. Wenn das wirklich das ist, was du willst, dann gebe ich dir einen Schubs. Und das letzte Buch in der Bibel sagt, wer mit Schuld beladen bleiben will, der soll es bleiben. Mit anderen Worten, wenn das der Weg ist, den sie gewählt haben, wird Gott ihnen dabei helfen. Aber hier gibt es keine willkürliche Wahl. Als erstes verhärtet der Pharao sein Herz selbst und dann erst verhärtet Gott es für ihn. Ich habe das nur gesagt, weil das Verhärten von Pharaos Herz so oft missbraucht wurde, um eine Art willkürliche Vorherbestimmung zu predigen, die die Bibel nicht lehrt. Gott reagiert auf unsere Entscheidungen. Und wenn wir beharrlich den falschen Weg wählen, wird Gott uns auch dabei helfen, um an uns ein Exempel zu statuieren, wenn wir uns weigern, ein anschauliches Beispiel seiner Barmherzigkeit zu sein. Kommen wir zum Passafest und der Erstgeburt. Diese stehen im direkten Zusammenhang mit der 10. Plage. Die 10. Plage war, dass jeder erstgeborene Junge in jeder ägyptischen Familie sterben musste. Das wäre auch den Juden passiert, wenn sie nichts dagegen unternommen hätten. Was sie tun mussten, war, etwas Blut an ihren Türpfosten zu streichen. Blut ist scharlachrot oder kastanienbraun. Die Farbe, die im Dunkeln am schwersten zu sehen ist. Ich weiß nicht, ob Sie das wussten, aber Blut ist im Dunkeln extrem schwer zu erkennen. Versuchen Sie das bei Gelegenheit mal. Aber ein Engel kann es sehen. Und der Todesengel kam in dieser Nacht nach Ägypten und dort, wo er das Blut an dem Türpfosten in der Dunkelheit sah, keine Straßenlaternen, nur Finsternis, ging er an diesem Haus vorbei. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, sie mussten das Blut überhaupt erst einmal bekommen. Bevor sie es an den Türpfosten streichen konnten, mussten sie erst einmal welches haben. Was bedeutete, dass ein unschuldiges Leben getötet werden musste, um dieses Blut zu liefern. Und dann musste es richtig zur Anwendung kommen. Wenn sie es nicht an den Türpfosten gestrichen hätten, hätte es nicht funktioniert. Also mussten sie das Blut beschaffen und es dann auftragen. Sie erhielten es von dem, was wir ein Lamm nennen. Aber das ist für mich irreführend. Wir denken dabei an ein kleines, kuscheliges, weißes Etwas. Es war ein Widder, ein Einjähriger mit Hörnern. Es ist ein starkes Tier. Und wenn wir Jesus das Lamm Gottes nennen, produziert das die falsche Reaktion. Er ist der Widder Gottes, ebenso wie der Löwe von Juda. Sie mussten einen Widder nehmen, einen ausgewachsenen Widder. Ein einjähriger Widder ist vergleichbar mit einem 30 Jahre alten Mann. Und so etwas haben sie genommen. Sie haben ihn getötet, um das Blut zu sammeln und es auf die Türpfosten zu streichen. Dann ließen sie das Blut draußen, nahmen den Körper mit nach innen und aßen ihn nach dem Braten. Sie aßen das Fleisch im Stehen und komplett angezogen, um jederzeit aufbrechen zu können. Sie sollten die nächsten 40 Jahre auf der Flucht sein und sie mussten Notrationen von ungesäuertem Brot mitnehmen. Es ist alles da. Sie feiern dieses Fest seitdem jedes Jahr. Und das jüngste Familienmitglied muss fragen, was bedeutet das alles? Und das älteste Familienmitglied sagt dann, das hat Gott in der Nacht getan, als jeder erstgeborene Junge starb.
und wir gerettet wurden. Durch das Blut des Widders. Amen.